Ja, da sieht man mich auf Reisen. Da weiß man doch sofort, es ist wieder Song Contest. So auch heute, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich daheim bleibe, weil es gibt ein sehr spezielles Jubiläum zu feiern. Genau 10 Jahre ist es jetzt her, dass die Welt zu Gast in Wien war. Ja, ich habe mich leider nicht verrechnet. Wirklich schon 10 Jahre her. Welcome to the 60th Eurovision Song Contest. Aber bitte, war das damals wunderbar? Ich finde, wann, wenn nicht jetzt, ist der perfekte Zeitpunkt, um nochmal über die schönsten Momente des Song Contest in Wien zu sprechen. Ein Traum. Das war aber schon ein sehr cooler Moment. Und wer wäre da besser geeignet, mir zu helfen als diese 3 Damen? Niemand, oder? Alice, Miriam und Arabella. Das ist aber schon sehr sexy, Mädels, wie ihr geht. Das ist mir wichtig. Was ein großer Auftritt. Gut, dass ich ganz hinten dran bin. Bitte hinsetzen, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Mr. Song Contest Proudly Presents. In genau 45 Minuten beginnt in Basel das erste Halbfinale des Song Contest 2025 und diese Dreiviertelstunde verbringen wir, wie ich finde, sehr sinnvoll. Nämlich mit den 3 Frauen, mit den 3 Ladies, die vor genau 10 Jahren den größten Musikwettbewerb der Welt in Österreich moderiert haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid alle. Danke für die Einladung. Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass wir das zusammenbringen, alle am selben Fleck. Ja. Ja, es hat schon einmal funktioniert und jetzt wieder. Apropos, 1, 2, 3. Da, 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 da. Good Ja. night, Good Evening Europe, oder Ja, was? 1, 2, 3. Good evening, Europe. Ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe gewusst, die können das. Man kann euch um 3 in der Früh wahrscheinlich aufwecken und ihr bringt es synchron hin, oder? Das wäre uns wichtig, ja, wenn du das wirklich mal machen könntest. Wirklich gut. Wirklich Wir machen gut. das auch regelmäßig. Wir rufen uns an und dann kommt 1, 2, 3 und dann passt wieder für Und 3 dann Jahre. legen wir auf. Aber warum habt ihr jetzt gerade dann angefangen zu singen? Weil das der richtige Anfang ist, oder? Also kein Song Contest ohne... Habt ihr hinter den Kulissen damals mitgesungen, meine Lieben? Bei was ist bei da, 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 da? Na, damals, vor 10 Jahren. Bestimmt. Ja. Wir haben Hand aufs mitgesungen Herz. und mitgetanzt, kann ich mich erinnern, bevor es haben- losging. Also beim Opening meinst du? Beim Ja. Opening Ja, haben klar. wir getanzt noch wie die Wilden und dann war eine Journalistin, die hat uns über die Schulter geschaut und gesagt, sie haben ja gleich keinen Atem, ja, sind aus der Puste. Haben wir gesagt, das geht schon irgendwie. Ja, das geht schon. Das haben wir hingekriegt. Wann habt ihr gemerkt, dass es beim Eurovision Song Contest um was Großes geht? Dass da jetzt was ganz Besonderes passiert in Österreich? Beim Red Carpet, bei der Eröffnung. Da war ja dieser unfassbar lange Red Carpet, wo wir, glaube ich, 2,5 Stunden gebraucht haben oder sowas, bis wir beim Ende waren. Und da waren koreanische Medien und alle waren total aufgeregt. Das war auch volle Hype. Und ich mir gedacht, was, das ist ein Wahnsinn. Also die ganze Welt war präsent. Es war auf jeden Fall eine Stimmung, die man so noch nicht gesehen hat in Wien, finde ich. Also es war sehr gemeinschaftlich. Alle haben sich gefreut, niemand hat gejammert, alle waren aufgeregt. Und das passiert ja nicht so oft, dass man nicht jammert, aber ich habe das Gefühl gehabt, das waren alle positiv gestimmt und alle haben eine gute Laune gehabt. Und egal woher, es war so was Gemeinsames. Die ganze Welt ist zusammengekommen, wir waren dabei. Also ich finde, das hat man eigentlich von Anfang an schon gemerkt, als verkündet wurde, dass wir 3 das moderieren. Gab es gleich ein großes Feedback von überall her. Und wir haben schon gewusst, okay, ich glaube, du hast damals gesagt, wir werden es nicht versemmeln oder sowas irgendwie. Genau, wir schaffen das. versuchen es. Aber ihr wart bei der Opening Ceremony, Bürgermeisterempfang, wie das so salopp heißt. Und dann geht man ins Bett und weiß, nur mehr 2-mal schlafen und dann geht's los. Wie schläft man da? Ich finde, die es letzten- muss dann aber auch einmal losgehen, weil, Ja. also wie gesagt, diese Sendung haben wir so oft geprobt wie sicher keine andere Sendung. Also diese ganze Arbeit, die man da reinsteckt, das war schon nicht vergleichbar mit keiner anderen Show. Und irgendwann will man dann auch, dass es losgeht. Es ist vergleichbar mit einer Geburt, ja. Also da hat man auch 9 genau, Monate und genau. irgendwann sagt so, jetzt muss es raus. Ja, aber insgesamt, wenn du die Anproben, alle Vorbereitungen mit einbeziehst, waren es 6 Monate sowas? Ja, es war... Mindestens. Ja, mindestens. Die Nacht davor, die unmittelbare Nacht davor, von Montag auf Dienstag, wie schläft man da? Okay, weil wir waren so die ganze Zeit schon drin. Das war nur, es muss jetzt, wie gesagt, es muss einfach irgendwann losgehen. Also ich glaube nicht besser oder schlechter als die Nacht davor oder danach. Also zumindest länger, sagen wir so. Länger geschlafen als die anderen Nächte, die folgten. Es gab auch überhaupt keinen Grund, schlecht zu schlafen, weil ihr habt das super gemacht. Das Opening vom ersten Semifinale.
Ladies and gentlemen, welcome your host of the 60th Eurovision Song Contest, Miriam, Alice and Arabella. Ich hab das ja nie mehr gesehen. Good evening, Europe! Wie aus einem Guss. Ein Das Traum. war aber schon ein sehr cooler Moment. Bienvenue. Und Aloha. Also ich habe das nie mehr gesehen jetzt in den letzten 10 Jahren. Ist schon irgendwie schön, das nochmal so mitzuerleben. Aber wie haben wir das gemacht? Haben wir da runtergezählt innerlich oder so, weil das so synchron war? Ich glaube, wir waren nach all den Monaten Eigentlich wahrscheinlich schon so in eingetuned. Sync, dass da nichts mehr schief hätte gehen können. Aber ich habe mich so richtig gefreut, wie man gesehen hat. Ja. Ich habe so richtig gesagt, yes! Ich war unfassbar froh, da zu sein. Du hast kurz ein bisschen skeptisch geschaut. Ja, beim ersten vielleicht so. Oder? Ja, wahrscheinlich, weil sie wann geht's los? Hey, 3, 2, 1. Ich weiß auch, dass dieser Anzug nur sehr eng geschnitten war. Und ich bin so ein bisschen... Also schneller oder weitere Bewegungen hätte ich auch nicht machen können. Das war relativ tight alles. Das an der Stelle sei gesagt. Die Kostüme waren unfassbar unbequem. Dein Anzug, du konntest dich ja nicht mal hinsetzen. Nein, das war in eine den Rüstung. Pausen. Du musstest immer so im Stehen dich an einen Barhocker lehnen, weil sie konnte sich nicht setzen. Nein, ich du wurde bist immer so- einmal wegen eines Kleides in Ohnmacht gefallen. Ich kann mich erinnern, weil es so Ich eng habe das weil vergessen. es so eng In war. Ohnmacht gefallen nicht, aber ich wurde heute daran erinnert, für das Finalkleid, das Schwarze, das ich anhatte, das wurde am Vortag noch mal enger genäht und ich konnte wirklich nicht drin atmen. Und dann bin ich da gestanden und war so, ja, du wirst dich schon daran gewöhnen. Und ich bin echt nur so, und auf einmal war ich so, ich muss da raus. Und bin komplett hysterisch geworden. Ich bin in meinem ganzen Leben noch Das nie würde man so hysterisch jetzt auch nicht geworden. mehr machen, oder? Oder mit sich machen. Also da würde man auch Wir sagen, würden das weißt nicht mehr mit was? uns machen lassen. Ja, aber Also Sie ganz haben es ja sicher enger nicht. genäht am Vorher. Ich habe es ja nicht selber enger genäht. Das ist so Die nimmt schon noch ein paar Kilo ab bis zum am nächsten Vortag. Tag. Ja, aber gut ausschauen muss. Ne? Wohlfühlen ist überbewertet. Reden musst du halt können. Gab es Diskussionen, was man wann sagt? Nein, das Good Evening Europe war einfach, das ist Standard, oder? Mit dem muss man anfangen. Nein, gab es nicht. Und ich finde, also es war zum ersten Mal, dass ich glaube, so 3 Frauen so eine Show moderiert haben. Und es war die wenigsten Diskussionen, die ich jemals hatte. Da habe ich mit Co-Moderatoren, nicht mit dir, aber normalerweise mehr Diskussionen Hallo? gehabt. Aber es war zwischen uns immer relativ, es war echt entspannt. Es gab keines, ich möchte das aber und du sagst dann, das hat es einfach zu keinem Zeitpunkt gegeben. Es war eine extrem entspannte Zusammenarbeit, finde ich. Im Vorfeld, irgendeiner hat gesagt, 3 Frauen, da kann es ja Zickenkrieg geben oder so. War aber gar nicht Aber dabei. genau das Ja. Gegenteil. Dann geht man da raus, sagt die Worte, die laufen gut. Habt ihr in dem Moment irgendwas vom Publikum mitbekommen, von der Umgebung? Was spürt man da? Ich finde, es ist das beste Publikum, das man haben kann. Also das Publikum vom Eurovision Song Contest ist, finde ich, das beste Publikum, weil alle so einen Spaß haben. Und also vielleicht klingt es jetzt ein bisschen viel, aber man hat wirklich das Gefühl, so Love is in the air. Alle waren wir ganz eng und dann steht das Publikum und die machen so Love-Heart-Zeichen zu dir. Also es war wirklich so, dass man das Gefühl gehabt hat, wir sind da alle gemeinsam und wir wollen einen super Abend haben und also wirklich so diese Liebe, die da in der Luft war. Also ich habe das total gespürt. Also, und das habe ich sonst ganz selten gehabt bis dahin. Was ich cool gefunden habe, es ist ja teilweise, Eurovision-Publikum ist teilweise ein sehr treues Publikum. Ich meine, es gibt ja wirklich viele, die sind ja teilweise bei jeder Aufführung und bei jedem Jahr dabei. Und wir haben ja, also teilweise waren einfach die gleichen Menschen vor uns 4-mal hintereinander. Du bist ja so, hey! Können dann schon mitreden, ne? Ja, voll. Und das war dann halt echt nett. Das heißt, nachher, wenn es zur Live-Fernsehsendung gekommen ist, haben wir das Publikum eigentlich schon gekannt und das war nett. Also da war ein richtiger Austausch. Jeden persönlich. Genau. Gab es Unterschiede zwischen den Sendungen vom Publikum her? Na, Von der Stimmung? es gab Familienshows, die waren, glaube ich, dann eher am Nachmittag, oder? Und natürlich, klar, die richtigen Live-Sendungen, das war dann immer die 4. Es gab ja jede Show für uns 4-mal, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Ja, das hab jede ich auch Show. schon wieder Das ist das, was ich gemacht habe mit den Proben, die ja alle ausverkauft Und das waren. waren aber richtige Sendungen, also das war ja keine Probe. Es lief ja trotzdem von A bis Z einfach immer durch. Ja, aber die Stimmung war natürlich immer Bombe. Ist irgendwas schiefgegangen im ersten Semifinale? Vielleicht auch, was wir gar nicht mitbekommen haben. Ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht sagen. Wir haben so viele Notfallsmoderationen gehabt. Wir haben eigentlich für alles einen Plan B gehabt. Ja. Aber ich glaube nicht.
Es ist wirklich die Sendung, die, glaube ich, am meisten geprobt ist, weil also es kommt ja nicht nur dazu, was du sagst, sondern diese Sendung muss funktionieren in ganz, ganz vielen Ländern. Was bei uns vielleicht lustig ist in einem anderen Land eine komplette Beleidigung. Man muss da wirklich aufpassen. Deshalb sind manchmal Moderationen, ich würde jetzt nicht sagen trocken, aber relativ, man bewegt sich halt in diesem Rahmen, weil diese Sendung muss funktionieren auf der ganzen Welt. Und deshalb wird die auch so geprobt und deshalb kann, glaube ich, moderativ gar nicht so viel schief gehen. Vielleicht kann technisch mal was schief gehen, aber auch dafür ist vorgesorgt, weil man halt sicher gehen will, dass die ganze Welt daran Spaß hat und da muss man ein bisschen sensibel sein. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geschmäcker, auch musikalisch. Wisst ihr noch, was Startnummer 1 im ersten Semifinale war? Keine Ahnung. Keine Ahnung mehr. Sag's uns. Wir schauen es uns an. Warum lachen wir? Welches Land ist das jetzt? Was Land? Ja, welches Land ist das? Sag's mir, Mr. Song Contest. Ich weiß, was da steht. Moldau. Es war Moldau. Moldau. Die haben eröffnet. Fand man einen guten Show-Opener. Und die Outfits. Es hätte Ja. auch in den 90er Jahren stattfinden können, jetzt vom Look her. Und Das gibt es auch von der nur bei Musik. Eurovision. Find ich super. YMCA-Style. Ich finde sowas ja super. Ich finde, genau von solchen Acts lebt ja auch der Song Contest. Also ich will da auch gar nicht nur schön gekleidet, wo man sagt, ja, das ist so stylisch, genau auf den Punkt. Wie langweilig wäre das denn? Es lebt ja genau von dieser Vielfalt und welche Acts die Länder schicken. Also davon lebt es ja. Und was in jedem Land als schön anerkannt wird oder als stylisch, Ja, ist auch oft ja. teilweise, interessant. Aber spannend. Moldau ein gutes Beispiel für den Song Contest. Ein kleines Land, bemühen sich sehr, bringen mal Folklore, mal irgendwas international zugekauftes. Also das ist das, was den Song Contest ausmacht. Wie war das zu spüren als Moderatorin hinter der Bühne auch, dass das eben so, dass die ganze Welt zu Gast ist, dass man da aus allen Ländern Menschen hat, die verschiedene Kulturen haben? Also die Musiker und Musikerinnen, die hatten einen Heidenspaß. Also während wir wirklich sehr, sehr viel gearbeitet haben in dieser Woche und zu nichts anderem gekommen sind, ich glaube, die haben sich also wirklich von in der Früh bis auf Nacht aufgeführt, Party gemacht, immer noch mehr gesungen, noch mehr getanzt. Also Und es gab auch immer Gerüchte, gell, von wegen hast du gesehen, da kommt dieses Land, geht mit diesem Land vielleicht heute noch nach Hause oder so. Also die haben wie in gesagt, vollen Zügen genossen. Love is in the air beim Song Contest. Aber nicht nur, muss man sagen. Nicht nur, ja, das stimmt. Weil da gab es ja auch in Wien in den letzten Jahren sehr stark, aber damals schon in Wien gab es ja durchaus auch Momente, die gezeigt haben, dass wir da zwar jedes Jahr für den Weltfrieden singen, aber den kann man halt nicht herbeisingen und da gibt es durchaus Momente, wo das Publikum im Saal auch eine Meinung hat und wo es dann sogar Ja, kann ich mich noch erinnern. Ja. Buhrufe gibt. Ihr wisst, was ich meine? Polina Gagarina, damals Platz 2. Ja, also die Fans haben das ignoriert, dass man Russland scheinbar nicht mögen darf. In der Halle war es nicht ganz so, da gab es Buhrufe. Wie habt ihr das empfunden? Es war ziemlich laut, das hört man im Fernsehen gar nicht, aber in echt, ich weiß noch, als wir dann am Schluss beim Finale auf der Bühne standen, da war es richtig laut. Ich denke, das geht einfach nicht, das ist ein Musikwettbewerb und ja, da geht es halt um die Musik und nicht um die Politik. Conchita hat sich da demonstrativ dann zu ihr gesetzt im Green Room. You deserve to be in the lead. Give her a round of applause, everybody. Da sind wir wieder bei, wenn man sowas moderiert, wahnsinnig heikel. Feine Klinge, Diplomatie. Ist das so eine Angst, auch wenn man moderiert, dass man was Falsches sagt? Also mit der Schere im Kopf zu moderieren, glaube ich, wird sehr schwierig, weil man sich dann ja sehr viel auch nimmt. Letztendlich haben wir alle sehr viel Erfahrung und, glaube ich, haben auch ein bisschen darauf vertraut. Das ist das eine, das Werkzeug, wir können es. Und auf der anderen Seite natürlich dann das Briefing, die Vorbereitung. Also da kommen eigentlich zwei Dinge zusammen, die sagen, ich bewege mich in einem relativ sicheren Rahmen. Alles perfekt gelaufen. 23:30 Uhr, Dienstagabend, erstes Semifinale, check. And good night, Europe. Was denkt man sich dann? Hunger! Hunger! Das stimmt allerdings. Nein, ich habe ich weiß nicht, ihr vielleicht, aber ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, man kam überhaupt nicht dazu. Ich bin da rausgestürzt, ich hatte einfach nur Hunger. Also nicht wegen des Kleides, sondern ihr kam es nicht dazu. Naja, man hat dann auch nicht, weißt du, man ist sehr konzentriert, wie ich gesagt habe, also da denkt man jetzt auch nicht ans Essen. Aber kaum lässt man das Mikrofon fallen, ist der Hunger dann natürlich da. Und das war, glaube ich, die erste Nacht, weil ich habe ja dann erst um 1, halb 2 oder so gegessen. Ich habe im Hotel Aber das ist das übernachtet. Beste, oder? Dann um 1 oder halb 2. Ach. Ja, und da muss man auch nicht mehr so irgendwie
irgendwie aufpassen beim Essen, einfach hinein damit. Genau, mein Kalbsrahmen. Habe ich Kalbsrahmgulasch, das weiß ich noch. Du Mit weißt Locker. es noch? Ja, weil ich also so Weil einen es so Hunger gut hatte. war. Das finde ich erstaunlich, dass du das wirklich noch weißt, was Daran du kann ich gegessen mich hast. erinnern. Ja? Ja, man sieht, ich esse gern. Das erste. Weißt du, was du nach dem zweiten gegessen hast und nach dem Finale? So, soll ich dir jetzt was sagen? Ich habe, weil ich ja im Hotel gewohnt habe, jede Nacht Kalbsrahmgulasch gegessen, weil das war das einzig Warme, was es dort gab. Und ich habe gesagt, ich muss einmal am Tag oder in der Nacht dann zumindest was Warmes essen. Ja? Und das war immer nur, ja, wir haben Kalbsrahmgulasch. Am ersten Abend habe ich noch gesagt, oder in der ersten Nacht, super, ich liebe Kalbsrahmgulasch. Beim zweiten Mal sage ich auch, herrlich, Kalbsrahmgulasch. Ja, so gut. Beim dritten Mal, okay, Kalbsrahmgulasch. Am vierten Nacht habe ich gesagt, wissen Sie was, ich kann dieses Kalbsrahmgulasch nicht mehr sehen. Und dann hat der Herr gesagt, Frau Kiesbauer, da haben Sie lang gebraucht. Ich habe mir das schon gedacht. Sie essen, ich sag, es gibt ja nichts anderes. Sagt er, doch, heute ist der Koch für Sie da geblieben. Es war 1:30 in der Früh. Sie können bestellen, was Sie wollen. Und ich sagte, das gibt's doch nicht. Ich sage, doch, der macht Ihnen, was Sie wollen. Ich hätte gerne Kalbsrahmgulasch. Nein, da habe ich gesagt, dann hätte ich gerne eine Ente. Dann hat er gesagt, naja, machen wir, aber das dauert natürlich dann. Und er hat gesagt, nein, kleiner Scherz. Und dann haben sie mir ein Steak gemacht. Was auch nichts anderes ist wie Kalbsrahmgulasch, nur ohne Rahm. Aber ist okay. Du bist so unromantisch. Wahnsinn. Was habt ihr gegessen oder was war danach, nach der ersten Show? Also da habe ich wirklich keine Ahnung mehr. Nachrichten checken, oder? Ihr habt wahrscheinlich Nein. geschaut, was auf Social Media Nein. passiert ist? Nein. Gar nicht? Nein. Ich weiß nicht, meine Tochter, die war dann noch sehr jung, die war mit mir und ich bin dann nach Hause gegangen. Also es war eigentlich, ist immer super, wenn man Kinder mit dabei hat beim Arbeiten, aber macht dann auch einen 24-Stunden-Job aus so einer Geschichte, weil man halt dann nach Hause geht und dann war ich Mama. Und Aber dennoch das war holt mein einen auch Programm. gleich wieder runter. Ja, Das ja, finde weil ich es eigentlich Und Ja, dennoch ja. war mein Programm wahrscheinlich das gleiche, weil meine, die Tia, die war 3. Das heißt, ja, da war ich wahrscheinlich eine halbe Stunde später danach im Bett. Weil in der genau. Früh lassen die dich nicht schlafen. Genau. Und es geht ja dann auch sofort wieder weiter mit Genau. den Proben fürs zweite Semifinale. Es hört da nicht auf. Und das Schöne ist, ihr seid auch zum zweiten Semifinale wieder vollzählig erschienen. Mit großem Auftritt. Welcome to the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2015. Please welcome your hosts, Alice, Arabella and Miriam. Neue Outfits. Good evening, Neuer Look. Europe. Und wieder total synchron. Es ist irgendwie so schön, das nochmal so zu sehen. Und man muss auch sagen, die Bühne war natürlich bombastisch, mega. Dann die Musik, da kann ich gleich wieder anfangen zu grooven. Also das hatte schon was. Super Bühne, Florian Wiedert, der schon viele Bühnen gebaut hat. Ich fand diese Mischung aus extrem guter Grafik, die Länder selber mitbringen, und dieser Bühne, die da in Kombination extrem geile Stückchen gespielt hat, und das Publikum, das ich finde bis dorthin noch nie so hautnah auch dabei war. Man hat so das Publikum so gespürt im Fernsehen. Wir haben sie im Fernsehen gesehen, ihr wart im Saal. Hat sich das zweite Semi irgendwie anders angefühlt? War es ja weniger nervös? War das Publikum anders? Was war anders jetzt am zweiten Abend? Also beim zweiten war ich definitiv weniger nervös, es war halt so mittendrin. Also du hast den Anfang schon vorbei, das Finale kommt erst und es wurde ja 4-mal aufgeführt. Und du bist ja wirklich mitten in der Woche drinnen. Also das hat ja 6 Tage 6 Tage? 8 Tage? Nein, warte mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Doch 6 Tage, genau. Und da bist du halt, steckst halt irgendwo mittendrin und ich glaube, da bist du wie so eine Welle einfach. Also das zweite Semifinale nimmt man so mit. Genau. Also für mich war es so. Ja. Hat jetzt keine bleibenden Erinnerungen Eben. hinterlassen. wenn ich Da ganz bin ich ehrlich Schäden bin. hinterlassen. Naja, ich finde ja, wir als Österreicher haben ja die Semifinale so inszeniert, wie die anderen oft nur das Finale inszenieren, weil für uns das oft halt das Wichtigere war, weil wir im Finale manchmal gar nicht dabei waren. Ich glaube, der ORF hat da schon dem Semifinale mehr Wertigkeit gegeben, als das andere Länder zum Beispiel machen. Das ist irgendwie, dementsprechend haben wir uns alle sehr bemüht bei allen Shows. Aber ich merke, das zweite haben die 3 Damen einfach so mitgenommen. So, abgeschlossen. Dann gehen wir halt gleich zum Finale. Bevor wir drüber sprechen, vielleicht noch kurz ein Blick auf euch mal. Ja? Was wurde eigentlich aus Arabella, Miriam und Alice? Also von euch beiden weiß man, ihr seid nach wie vor recht viel im Fernsehen, gell Miriam? Mhm. Wir dann am Freitag wieder gemeinsam. Ja. Du bist irgendwie ausgestiegen, oder? Aus dem Kastel. Das hat irgendwie niemand verstanden. Also ich bin jemand, gut, also Kontext erklären. Nach Eurovision, ich hatte zu dem Zeitpunkt gesundheitliche Probleme. Ich wollte ein zweites Kind und ich bin jemand, mir wird sehr schnell fad. Und ich habe nur gedacht, gut,
besseren Abschluss als Eurovision gibt es nicht. Viel größer und toller gibt es nicht. Ich dachte, gut, ich mache jetzt einfach einmal eine Pause. Und alle gemeint, so, in 3 Monaten bist du wieder da. Ich gesagt, ihr kennt mich schlecht. Aber das finde ich wirklich erstaunlich. Man moderiert einen Event, den größten Musikwettbewerb der Welt, kriegt dann angeblich auch ein Angebot aus Deutschland für einen Sender zu moderieren und hat gesagt, nein, interessiert mich nicht. Habe ich das? Ja? Ach so? Billy Mein hast du mir mal erzählt. Echt? Ich weiß es selber Irgendwo in nicht. Deutschland hat er Ach so, nein, ja, aber das hat, aber das hat... Show interessiert mich nicht mehr, sorry. Ja, stimmt, aber zu dem Zeitpunkt hat mich wirklich, ich bin bei sowas sehr radikal. Und das war ich habe letztes Jahr mit irgendwem drüber geredet und die waren so, wieso? Wieso? Du bist so am besten Zeitpunkt deiner Karriere und gehst einfach. Ich sag, ja, das bin einfach ich. Das ist meine Logik. Da kann ich. Ja, ich kann mich erinnern, wir waren Abendessen, da hast du mir gesagt, ja, dass du jetzt. Genau, da waren wir total nett essen. Ist jetzt auch gut mit Show und so. Und das so. habe ich echt bewundernswert gefunden, weil das ist auch mutig so, wenn man, wie gesagt, so erfolgreich ist, zu sagen, na, jetzt priorisiere ich erstmal, es sind andere Sachen wichtiger und dann schauen wir weiter. Seid ihr dem Song Contest als Fans treu geblieben? Voll. Also ich sehe. Ja, der begleitet ja unser ganzes Leben. Also wir haben vorher geschaut, wir haben ihn moderiert und wir schauen nachher. Also Ich mache ja Song Contest Partys bei mir zu Hause, die langsam inzwischen ausarten, muss ich sagen, weil der eine lädt dann jemanden ein, den ich noch nie im Leben gesehen habe. Also mein Haus ist immer voll mit Leuten, die ich teilweise noch nie gesehen habe. Und jetzt müssen wir es wieder, glaube ich, anbauen oder kleiner oder ausladen wieder. Aber es wird so, das ist jetzt schon ein Fixpunkt bei uns zu Hause. Coole Idee, das habe ich noch nie gemacht. So Nein, Contest Party, das muss all ich in machen. bei uns daheim immer. Aber ich finde das irgendwie super. Moderierst du es dann daheim? So, in 12 Minuten geht's los. Wir schauen kurz hinter die Bühne. Ich gehe noch kurz aufs Klo und dann... Meine Kinder sind bereit. Wir waren ja 2015 nicht nur Gastgeber, sondern wir waren ja natürlich auch Teilnehmer. Wir hatten auch ein Pferd im Rennen. Das Schöne, wenn man den Song Contest gewonnen hat, man ist gleich direkt fürs Finale qualifiziert. Das kann aber natürlich dann auch eine bittersüße Geschichte werden, wenn es so ausgeht. Ein gutes Lied, oder? Super. Und ich meine, so live singen, das ist ja was vom Wichtigsten, weil jetzt nur das Outfit reicht ja nicht, du musst ja einfach live singen können und die Make-Makes, also Entschuldigung, das war eigentlich ein super Auftritt. Schade, dass dann so ausgegangen ist. Eine flambierte, bittersüße Geschichte. 0 Punkte, letzter Platz als Gastgeber. Aber sie haben es mit sehr viel Humor aufgenommen, muss man sagen. We are the zeros of a time. Aber was ist da passiert? Waren Klassikfans irgendwie beleidigt, weil das Klavier gebrannt hat? Hat es für die anderen zu wenig gebrannt? Was haben die falsch gemacht? Was hat Österreich falsch gemacht? Ich finde oft die Punktevergabe, die kann man nicht rational erklären. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Was glaubst du? Du hast da oft eine gute Einschätzung. Ich glaube, dass so ein bisschen Österreich muss immer was Besonderes bringen, damit wir in der Wahrnehmung der Menschen in Europa sind. Und in dem Fall hat man gesagt, die haben das gerade gewonnen, das ist jetzt ganz nett, aber vielleicht sticht es nicht heraus. Ja, das kann gut sein. Macht Sinn. Und wenn du nirgendwo unter den Top 10 bist, kriegst du gar keine Punkte. Nicht? Und kannst du dich noch erinnern, im Vorentscheid, wäre der bessere eingefallen vielleicht? Wer war da noch alle im Vorentscheid? Wir können uns ans zweite Semifinale nicht mehr erinnern. Glaubst du echt, sie weiß noch, wer da angetreten Na, ist? aber wenn du mir so ein paar Bands hinschmeißt. Eine gewisse Volkshilfe zum Beispiel? Volkshilfe wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, weil dann hast du halt, was ich schon immer spannend finde beim Song Contest, wenn du so ein bisschen spürst, woher kommt denn diese Band, wenn es eben nicht von egal woher kommen könnte, wenn du so ein bisschen Identität spürst. Ja. Und das wäre bei der Volkshilfe natürlich super gewesen, weil modern, aber trotzdem aus Österreich. Aber es gibt halt kein Rezept für den Song Contest, nicht? Deswegen. Naja, ich weiß es nicht. Ja? Also es gibt zumindest, nein, ich habe ein Rezept, aber ich glaube schon, dass eben so ein paar Sachen, die du einfach hinkriegen musst. Natürlich ist der Auftritt wichtig und das Staging, aber das allein, also ich finde, was vom Wichtigsten ist, dass die live einfach abliefern können. Also das hast du ja bei Sam Ryder zum Beispiel UK gesehen. Der Mann kann halt singen und ich glaube, dass wenn du einfach, du musst halt live unter Druck, deine Stimme muss halt halten und ich glaube, dass das schon ein Rezept, also ein Inhalt ist in diesem
diesem ganzen Kochtopf, das stimmen muss. Also wenn du jemanden schon hast, der stimmlich nicht ganz solide ist, dann glaube ich, wird es bei so einer Sendung, wenn du dann noch nervös bist, schwierig. Also das stimmt ja heuer in jedem Fall, oder? JJ? Ja. Also stimmlich kannst du, glaube ich, nicht viel besser sein. Und ich habe auch gehört, also wenn alles so durchgeht, was man sich für das Staging überlegt hat, dass das auch ein Auftritt wird, an den man sich lange erinnert. Cool. Arabella. Österreich heuer möglicherweise wirklich im engen Kreis der Favoriten. JJ aus einem sehr guten Stall, aus dem Starmania-Stall. Ja. Wirklich? Ja. Das wusste ich. Das Ja. wusste ich auch nicht. Okay. Ja, Eine dann. sehr gute Talentschmiede. Dann. Was soll ich sagen, meine Lieben? Also sehen wir uns nächstes Jahr gleich wieder. Ja, Willst du es mitmoderieren? frage ich doch gleich, wenn wir schon dabei sind. Wir gehen davon aus, Finale ist sowieso klar. Ich finde, wenn Österreich den Chance gewinnt, dann muss Andi Knoll moderieren. Genau. Wirklich? Eigentlich ja, du bist Also ich Mr. finde, Song Contest. du bist also wenn das jemand moderieren muss, dann du. Wenn Sie mich fragen, würde ich ja sagen. Wenn Sie euch noch mal fragen, würdet Sie es noch mal machen? Natürlich. Logisch. Sowieso. Gut. Ja, tut. Wobei, das darf man ja Das nicht liegt- sagen, wegen der Gagenverhandlung. Man muss naja, schauen wir mal. Was kriegt man für einen Song Contest eigentlich? Unfassbar viel. Ich Ja. hatte diese Unterhaltung mit jemandem aus den französischen Medien und diesmal so, also das war so eine Fernsehzeitschrift. Investigativjournalistin, die nicht aufgehört hat zu bohren Die ist wahrscheinlich. mir so auf die Nerven gegangen. Das war nämlich irgendwann, also während des Song Contests, dann ruft die mich an und die ganze Unterhaltung ging nur darum, wie viel ich verdiene. Ich gesagt, ich sag's Ihnen nicht. Da sagt sie so, ja, aber ist es mehr so ein Haus, ein Urlaub, ein paar Schuhe? Ein Haus. Ja, ich sag, also ein Haus sicher nicht. So viel kann ich sagen. Und wenn So man auch ein bedenkt, dass Schwachsinn. man so ein Ding ja eben, wie gesagt, einmal im Monate Leben lang. und einmal im Leben dann macht. Das heißt, ich meine. Wegen des Geldes macht man es nicht. Nein. Ja. 2015 gab es ja mehrere Premieren beim Eurovision Song Contest. Ihr wart eine 3,5 Frauen-Crew, die das moderiert, und noch eine. Können Sie sich erinnern? Lass mich überlegen. Sag. Geografisch verschiebt sich ja Australien. gerade wieder viel. Australien Aber war dass mit Australien dabei, nicht ja, zu Europa klar. kehrt, glaube ich, ist unumstritten. Ja, Und das war- trotzdem, Ja, das war. Bis jetzt diskutieren da die Leute. 2015 übrigens war das 60-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contest. Und zu diesem Jubiläum hat die EBU Australien eingeladen, am Contest teilzunehmen. Gleich mit einem fixen Ticket fürs Finale. Und die haben dort das Einzige gemacht, was man machen kann, nämlich alles richtig. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. Wie hat er geheißen? Keine Ahnung, aber cooles Lied. Cooler Hut, cooles Lied. Genau. Guy Sebastian. Genau. Cooler Typ. Am Ende dann Platz 5 für Australien, aber wir überholen uns selbst. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Anfang an. Beim Opening des Grand Final vom Eurovision Song Contest 2015. Ladies and gentlemen, welcome your host, Miriam, Alice and Arabella. Ah ja, da haben wir gesungen. Building bridges Kannst du and den they Text will and the test of time. Warte mal, das ist aber nachher erst. Up the sky we're Building bridges we burned yesterday. Oh. Schau, wie du dann kommt aber hast erst drauf. Musik. Du hast drauf, du hast in die Kamera gesungen. Ich habe versucht, meinen Mund mit dem Mikrofon zu verstecken. Und du, Können wir das nochmal a cappella haben, vielleicht kurz? warte, Only for Tonight we're building bridges. Wie geht's dann weiter? Weiß ich nicht. Irgendwas Stand the Test of Time. Nein, warte mal, And das they kommt will say- später. Nein, das Ja, das kommt, warte. If only for Night tonight we're building bridges. No turning Back. back, we're on our... no turning back, We're on. Was Sinn macht, weil wenn die Show losgeht, kannst du dann immer Ja. zurück. Und dann? The night building Lighting up the sky, we're building bridges. bridges. Und da war ich froh, dass es dann nicht live war.
Ja, warum war es denn nicht live? Ich könnte es singen. Weil ich das nicht machen wollte. Also ich glaube, ich war die wollte Einzige. unbedingt, das war mir wichtig eigentlich live zu singen, aber meine... Die anderen waren die Spaßbremsen. Also, kurz zusammengefasst, es ist ein Musikwettbewerb Ja. und ich wollte einfach nicht draußen stehen. Ja, also um nichts in der Welt hätte ich das live gemacht. Ja, Madonna hat es live probiert, dann ein paar Jahre später war nicht so gut, ne? Eben. Und wer lacht jetzt? Nein, aber so, schau, so sind wir zu dritt super entspannt da oben gestanden und so machen können die Kameras schauen, das war Ein alles bisschen gut. Mini-Playback-Show haben wir gespielt, Genau. oder? Wir waren ein bisschen Weil Mini-Playback-Show. wäre es live gewesen, glaube ich, wäre ich so draußen gestanden. Nein, also nie im Leben. Ich hätte es dann auf euch Das hat geöcht. man ja nicht gemerkt, dass wir da Playback gesungen haben. Oder? Hat man es gemerkt? Wieso denn? Und ist es überhaupt nicht. wichtig, ob man Playback singt oder nicht? Beim Song Contest schon. Aber Nein, ja, Ja, wir sind jetzt und- angetreten, Richtig. also bitte. Richtig. Großes Finale. Ja? Also die 2 Semifinale Aufwärmshows, wir haben das schon sehr ernst genommen, aber das ist halt dann wirklich die Show, wo 120 Millionen Menschen zuschauen. Spürt man das in dem Moment? Weiß man das? Der Druck ist schon bewusst? ein anderer, weil einfach viele Länder nur das Finale ausstrahlen und da geht es einfach, da geht es um was. Da wird dann entschieden, wer gewinnt. Für mich war es, also jetzt nur aus meiner Perspektive, also wie gesagt, das Publikum war unfassbar großartig. Also Ja. ich habe mich da so wohl gefühlt. Ich habe mich in jede und jeden Einzelnen da im Publikum habe ich mich verliebt, weil die so toll waren. Und ich finde unterm Strich, du spürst ja nicht, wie viele Millionen da zuschauen. Du weißt es zwar, aber da kannst du dich auch selber wahnsinnig machen, weil ob da jetzt 10 Leute daheim zuschauen oder eben 120 Millionen, du willst den Job ja, also du machst deinen Job ja deshalb nicht anders. Ich mache den ja nicht anders. Also man will ja jede Sendung so gut wie möglich moderieren. Also von daher, also ich habe einen größeren Druck habe ich nicht gespürt deshalb, weil man will es ja eh gut machen, so oder so. Ich meine, die letzte Show, das ist einfach richtig geil. Es ist einfach geil. Und eigentlich, die letzte Show macht sich von allein. Da muss man aber gar die nicht hat mehr aber viel unfassbar machen. viel Spaß gemacht. Ja, Das ist nur dieses, was ich es Es ist hat, halt Finale. es hat einfach Ja. wirklich Spaß gemacht. Und du hast Was die aber wirklich auch Punkte, genau. an dem Publikum lag, fand ich. Für mich war das Highlight, das Publikum. Also es war die coolste Show, es war die leichteste Show. Gab es irgendwas, was schwieriger war oder was ihr anders gemacht habt? So Learnings aus den ersten beiden, wo du gesagt siehst, das mache ich im Finale sicher anders? Nein, wir haben uns umziehen müssen. Und das war ziemliche Challenge teilweise, weil das war die einzige wir Show, wie wir uns umziehen Wir mussten. hatten ja Costume Changes, Genau, it's magic. Und das hat mich da wirklich sehr lang gedauert. Und ich hatte ja also mein Finalkleid, das war ja bis daher ausgeschnitten und da ist ja nichts natürlich bei so einem Kleid, das muss man kurz dazu sagen. Da wird ja unfassbar viel geklebt und was auch immer und ich konnte mich nicht alleine anziehen. Ja. Und es hat auch sehr lange immer gedauert und es war aber zeitlich etwas knapp. Das heißt, ich wurde da mit so einem Golfwagerl von meiner Garderobe zum nächsten Platz chauffiert und das hat dann echt so was James Bond-mäßiges gehabt. Oder halt so Spionagefilme, wie durchs Publikum durch sind, so weg und dann rauf auf die Bühne, so geschafft. Na, man wird ja auch währenddessen dann noch eingenäht ins Kleid und solche Ja, ja, Sachen. und geklebt Wir und hatten das ist- unglaubliche Stöckelschuhe auch mit solchen Absätzen und die wurden uns auch gleich immer ausgezogen, wenn wir von der Bühne gegangen sind. Mit denen hätte man ja sonst keine 5 Schritte machen können. Und ein Detail, das möchte ich noch hervorheben, wegen der 5 Sinne wäre es gewesen, Arabella hat unfassbar gut gerochen. Also ich finde, bei Erinnerungen, manchmal erinnere ich mich ja kaum an gestern, aber ich kann mich daran erinnern, wie Arabella vor 10 Jahren gerochen hat und das ist einfach immer noch in meiner Nase, diese Frau, man wollte die ganze Zeit nur neben ihr stehen und Riecht sie heute anders? na, ähnlich gut. Das ist die Also Frau es- einfach, da müsste man einfach Süß. Duftfernsehen Aber haben. es muss das gleiche Parfum sein. Ja, nein, es ist Never einfach, never leider, change a winning team. Na, leider kann man das nicht riechen, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wie riecht Mons Selmerlöw oder wie hat er gerochen? Ich habe keine Ahnung. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. Also der Song super und die Bühnenperformance, das war unfassbar gut. Sowas hat man halt noch nicht gesehen. Ja. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Da war mir ein bisschen zu darf ich das sagen, selbstverliebt. We are the heroes of our time. Heroes. Whoa. But we're dancing with the demons in our minds. Selbstbewusst? Selbstverliebt. Ist nicht ganz das Gleiche. We are the heroes. Ja, da kannst du, Mons. Für Schweden war es ja ein Startziel-Sieg. Mons Selmerlöw, Wettquotenkönig, dann auch tatsächlicher Sieger.
Wobei das hat dann schon noch ein bisschen gedauert. Und das Ergebnis aus der Wiener Stadthalle gibt's in Kürze hier live in ORF1. Die Punktevergabe dauert Stunden gefühlt. Also ich bin ja da schon mit Pyjama und mit Schlafmaske in der Kabine, aber ihr standet dort. Als Moderatorinnen, ich finde was vom Lustigsten, weil das kannst du nicht alles durchplanen, sondern das ist wirklich, da musst du sehr präsent sein und einfach live reagieren. Ja. Talent calling. Thank Ui. We Ja, das ist- lost Estonia. We'll come back later to Estonia. We check that. Thank you for now. Und deshalb war das für mich, was es am meisten Spaß auch gemacht hat, diese Punktevergabe, weil du einfach, du konntest es nicht wirklich proben vorher. Here you are. Now I can see you. That makes sense. Hi, Lukas. Deshalb liebe ich ja Live-Shows, weil du es eben nicht alles planen kannst und es kann auch ein bisschen was schief gehen und wenn du einfach spürst, dass es halt live ist. Alice, Arabella, guten Abend aus Zypern. Und was lustig ist, und das ist jetzt wirklich behind the scenes zwischen, meine Mutter mischt sich ja gern bei solchen Sachen ein und hat gesagt, also ihr repräsentiert das Land, ihr müsst wirklich mit denen reden. Wien, ich bin mir sicher, dass heute Abend in der Welthauptstadt der Musik die Welt vereinigt wird mit euren Brücken. Mama, da reden, ich weiß nicht wie viele Länder. Und es ist wirklich eine Kunst, die bewusst abzuwürgen, höflich, wenn sie herkommen. Ja. Und wie ist es in Wien? Also wir freuen uns alle und das geht on and on and on. Du musst halt echt schauen, dass du, die Punkte bitte. May we have your votes, please? This is Nicosia calling. Und manche machen ihre Rolle viel größer, als sie ist. Eben. And finally, are you ready? Dann wird ausgeholt, ja, aber die Zeit ist halt nicht, oder auch für Zuschauer daheim dann einfach langweilig, wenn da jedes Land so Dauert es noch ausholt. länger. Und es wird dann ins Ohr geschrien, weiter! Ja, da war doch die Kollegin aus Finnland zugeschaltet, Christa Friedrichs, die irgendwas mit Mary gesungen hat, ein paar Jahre davor. Finally getting married. Und jetzt, I'm married. Und dann hast du irgendwie so, du hast noch nichts am Finger. Thank you for a spectacular show. And here are the finished votes. Aber super Move, Boss-Move. Hallo? Na, So? vor allem, Aber weil die es Frage total ist, hat was zusätzlich- gebracht? Bist du mittlerweile verheiratet, Ich, ja oder nein? ich wollte nie heiraten, deshalb Ach weiß ich so. gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war reingespielt. Ne? Du warst einfach Na, wahrscheinlich so, Beyoncé-Mode. bloß, All single jetzt ladies, trau all dich. single ladies, all single ladies. Das war Genau. so einfach der Beyoncé-Move. Auch ein gutes Lied. Wobei Hätte sicher gewonnen beim Soccer. Heroes schon auch ganz cool. We are the heroes of our time. Heroes. But we're dancing with the demons in The winner of the 60th Eurovision Song Contest is Sweden! Dann gewinnt er. Dann ist die Sendung aus. Und was war dann? Kalbskamp, Gulasch für Arabella. Nein, was anderes, aber was? Also wir, glaube ich, haben uns alle noch kurz in der Garderobe eigentlich von der Conchita getroffen, Genau. weil die Conchita war die Einzige, die an Champagner gedacht hat. Die hatte den Champagner schon eingekühlt und da Überrascht haben wir mich dort nicht. angestoßen und uns gefreut. Und ich glaube dann, Ja, weil ich war mit dir und mit der Conchita noch was trinken. Und dann war ich noch kurz. Ich glaube, ja. Ja, und dann war ich noch kurz länger in diesem Euroclub da. Aber ich mache das mache ich nur einmal und bin dann, wie gesagt, ich bin um 7 heim. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist relativ unspektakulär zu Ende gegangen, wie meistens bei mir. Ich bin gar nicht so groß, dass ich dann großartig feiern gehe oder so. War das der letzte Moment, wo ihr euch gesehen habt? mit Champagnerglas Und in jetzt der Hand. 10 Jahre, und jetzt 10 Jahre später wieder? Cut, Wirklich? da sitzen wir. Hey, es war wirklich cool, dass du da warst. Ja, danke Sehr, für sehr die gerne, Einladung ja. und fürs Erinnerungen auffrischen. Das war echt sehr nett. Es war ein mal bisschen wieder. auf der Couch wie so eine Psychotherapie, aber es ist ja nicht verkehrt. Oder Klassentreffen. Ich habe Klassentreffen gern mögen. Wir hören uns gleich live in ORF 1 beim ersten Semifinale aus Basel. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an die Damen und... Nein. Ja? Good night. And good morning, Australia.